Das Leiden Jesu nach Johannes. Jesus ging mit seinen Jüngern hinaus auf die andere Seite des Baches Kidron. Dort war ein Garten. In den ging er mit seinen Jüngern hinein. Auch Judas, der Verräter, der ihn auslieferte, kannte den Ort, weil Jesus dort oft mit seinen Jüngern zusammengekommen war. Judas holte die Soldaten und die Gerichtsdiener der Hohenpriester und der Pharisäer, und sie kamen dorthin mit Fackeln, Laternen und Waffen. Jesus, der alles wusste, was mit ihm geschehen sollte, ging hinaus und fragte sie: Wer sucht ihr? Sie antworteten ihm: Jesus von Nazareth. Er sagte zu ihnen: Ich bin es. Auch Judas, der Verräter, stand bei ihnen. Als er zu ihnen sagte: Ich bin es, wichen sie zurück und stürzten zu Boden. Er aber fragte sie noch einmal: Wer sucht ihr? Sie sagten: Jesus von Nazareth. Jesus antwortete: Ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr mir sucht, dann lasst diese gehen. So sollte sich das Wort erfüllen, das er gesagt hatte: Ich habe keinen von denen verloren, die du mir gegeben hast. Simon Petrus aber, der ein Schwert bei sich hatte, zog es, schlug nach dem Diener des Hohenpriesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Der Diener hieß Malchus. Da sagte Jesus zu Petrus: Steck dein Schwert in die Scheide. Den Kelch, der mir der Vater gegeben hat, soll ich nicht trinken? Du edles Angesichte, da Furcht uns schlägt und scheut, das große Weltgerichte, wie bist du so bescheid, wie bist du so erbleichet, wer hat dein Augenlicht, dem sonst kein Licht nicht reiche, so schändlich zugelegt. Die Soldaten, ihre Befehlshaber und die Gerichtsdiener der Juden nahmen Jesus fest, fesselten ihn und führten ihn zuerst zu Hannas. Simon Petrus und ein anderer Jünger folgten Jesus. Dieser Jünger war mit dem Hohenpriester bekannt und ging mit Jesus in den Hof des hohepriesterlichen Palastes. Petrus aber blieb draußen am Tor stehen. Da kam der andere Jünger, der Bekannte des Hohenpriesters, heraus. Er sprach mit der Pförtnerin und führte Petrus hinein. Da sagte die Pförtnerin zu Petrus: Bist du nicht auch einer von den Jüngern des Menschen? Er antwortete: Nein. Die Diener und die Knechte hatten sich ein Kohlenfeuer angezündet und standen dabei, um sich zu wärmen, denn es war kalt. Auch Petrus stand bei ihnen und wärmte sich. Der Hohepriester befragte Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus antwortete ihm: Ich habe offen von aller Welt gesprochen. Ich habe immer in der Synagoge und im Tempel gelernt, weil die Juden zusammenkommen. Nichts habe ich geheim gesprochen. Warum fragst du mich? Frag doch die, die mich gehört haben, was ich ihnen gesagt habe. Sie wissen, was ich geredet habe. Auf diese Antwort hin schickte ihn Hannas gefesselt zum Hohenpriester Kaiaphas. Simon Petrus aber stand am Feuer und wärmte sich. Sie sagten zu ihm: Bist nicht auch du einer von seinen Jüngern? Er aber leugnete und sagte: Nein. Einer von den Dienern des Hohenpriesters.
Ein Verwandter dessen, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte, sagte: Habe ich dich nicht im Garten bei ihm gesehen? Wieder leugnete Petrus, und gleich darauf krähte ein Hahn. Die Farbe einer Wangen, der roten Lippen Pracht, ist hin und ganz vergangen, des blassen Todes Macht hat alles hingenommen, hat alles hingerafft, und so bist du gekommen von deines Leibes Kraft. Von Kaiaphas brachten sie Jesus zum Prätorium, zu Pilatus. Pilatus fand keine Schuld an ihm und wollte ihn freilassen. Aber die Juden schrien: Wenn du ihn freilässt, bist du kein Freund des Kaisers. Jeder, der sich als König ausgibt, dehnt sich gegen den Kaiser auf. Auf diese Worte hin ließ Pilatus Jesus aus dem Prätorium herausführen, und er setzte sich auf den Richterstuhl, an dem Platz, der Lithostrodos, auf Hebräisch Gabata heißt. Es war am Rüsttag des Paschafestes, ungefähr um die 6. Stunde. Pilatus sagte zu den Juden: Da ist euer König. Sie aber schrien: Weg mit ihm, kreuzige ihn. Pilatus aber sagte zu ihnen: Euren König soll ich kreuzigen? Die Hohenpriester antworteten: Wir haben keinen König außer dem Kaiser. Da lieferte er ihnen Jesus aus, damit er gekreuzigt würde. Was du, Herr, hast erduldet, ist alles meine Last. Ich habe es verschuldet, was du getragen hast. Schau her, hier steh ich armer, der Zorn verdient hat. Gib mir um mein Erbarmen, den Anblick deiner Gnade. Sie übernahmen Jesus. Er trug sein Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelhöhe, die auf Hebräisch Golgotha heißt. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm 2 andere, auf jeder Seite einen, in der Mitte Jesus. Pilatus ließ auch ein Schild anfertigen und oben am Kreuz befestigen. Die Inschrift lautete: Jesus von Nazareth, der König der Juden. Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Als Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zu seiner Mutter: Frau, sehe deinen Sohn. Dann sagte er zu dem Jünger: Sehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, sagte er, damit sich die Schrift erfüllte: Mich dürstet. Ein Gefäß mit Essig stand da. Sie steckten einen Schwamm mit Essig auf einen Ysopzweig und hielten ihn an seinen Mund. Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und gab seinen Geist auf.
weil Rüsttag war und die Körper während des Sabbats nicht am Kreuz bleiben sollten, baten die Juden Pilatus, man möge den Gekreuzigten die Beine zerschlagen und ihre Leichen dann abnehmen, denn dieser Sabbat war ein großer Feiertag. Also kamen die Soldaten und zerschlugen dem ersten die Beine, dann dem anderen, der mit ihm gekreuzigt worden war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon tot war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite. Und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Und der es gesehen hat, hat es bezeugt. Und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er Wahres berichtet, damit auch ihr glaubt. Im Evangelium finden wir einen Satz, welcher später in der allgemeinen Kultur angewurzelt worden ist. Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als Erster einen Stein auf sie. Jesus weiß, dass wir sündige Menschen sind. Manchmal wollen wir es nicht in Bewusst nehmen, wollen wir es nicht hören und zeigen wir die ist schuld, aber ich nicht. Da fragen wir heute, braucht der Welt noch Jesus? Manche sagen, nein. Andere sagen, ja. Und wieder andere sagen, naja, in heutiger Situation schon, aber wenn alles wieder zur Ruhe geht, dann nicht. Da werden wir wieder einen Kampf haben über die Kreuze im Krankenhaus Nord. Jesus ist am Kreuz gestorben. Für mich, für dich, für dich, für dich und auch für dich. Er ist gestorben. Er wollte uns alle von Sünden befreien. Und die sagt, ich habe keine Schuld, sollte an und für sich keinen Glaube haben. Wir alle sind sündige Menschen. Und Frage ist dann, wozu Jesus gekommen ist. Und Antwort finden wir wieder im Evangelium. Einmal hat er zu seinen Jüngern gesagt, der Friede sei mit euch. Und jetzt sage ich auch, liebe Brüder und Schwestern, Friede und Ruhe vom Herrn Jesus Christus sei mit euch. Amen. Lasst uns beten für alle Menschen, die in diesen Wochen schwer erkrankt sind, für alle, die in Angst leben und füreinander Sorge tragen, für alle, die sich in Medizin und in Pflege um kranke Menschen kümmern, für die Forschenden, die nach Schutz und Heilmitteln suchen und für alle, die Entscheidungen treffen müssen und im Einsatz sind für die Gesellschaft, aber auch für die vielen, die der Tod aus dem Leben gerissen hat. Beuget die Knie. Erhebet
Zuflucht und Stärke. Viele Generationen haben dich als mächtig erfahren, als Helfer in allen Nöten. Steh alle bei, die von dieser Krise betroffen sind, und stärke in uns den Glauben, dass du alle Menschen in deinen guten Händen hältst. Die Verstorbenen aber nimm auf in dein Reich, wo sie bei dir geborgen sind. Darum bitten wir dich durch Christus unseren Herrn. Amen. Seht das Holz des Kreuzes, an dem das Heil der Welt gehangen. Komm, lasset uns anbeten. Seht das Holz des Kreuzes, an dem das Heil der Welt gehangen. Kommt, lasset uns anbeten. Seht das Holz des Kreuzes, an dem das Heil der Welt gehangen. Kommt, lasset uns anbeten. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Herr unser Gott, reicher Segen, komme herab auf dein Volk, das den Tod deines Sohnes gefeiert hat und die Auferstehung erwartet. Schenke ihm verzerrten Trost, Wachstum im Glauben und die ewige Erlösung. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Auch heute hat der Gottesdienst kein Ende, sondern führt über in den Kar-Samstag, den Tag der Grabesruhe. Es besteht die Möglichkeit, hier zum Kreuz zu kommen und zu beten, zur Kreuzverehrung, die Blumen mitzubringen und in die Vasen zu geben, die hier stehen. Und es sind alle vor allem eingeladen, miteinander und füreinander zu beten, sodass wir morgen dann Auferstehung feiern können.